Es gibt einige Dinge, die ich an Windows sehr schätze. Gut finde ich zum Beispiel die Anpassbarkeit. Microsofts Betriebssystem lässt sich ausgezeichnet auf die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben abstimmen. Windows ist flexibel bei der Optik. In den Einstellungen bei Personalisierung dürfen Sie Hintergrund und Farbe der Arbeitsumgebung bestimmen. Hier bei Designs speichern Sie Hintergrundbild, Farbe und die Vorgaben zu Maus und Sound. Per Mausklick schalten Sie zwischen den Designs um. Ich verwende gerne eine dunkle Umgebung, aber für die Videoaufnahmen schalte ich auf ein helleres Ambiente um. Hier bei Start passen Sie das Startmenü an. Interessant ist die Option Startmenü im Vollbildmodus verwenden. Mit dieser Einstellung erscheinen die Programmkacheln nicht mehr als Rechteck, sondern jetzt bildschirmfüllend. Wenn Sie hier auf alle Apps klicken, zeigt Windows eine alphabetische Liste aller Programme. Sie ist in dieser Ansicht dreispaltig. Das bringt mehr Übersicht und ist praktisch bei sehr vielen Apps. Auch für die Taskleiste gibt es interessante Einstellungen. Die muss nämlich nicht unbedingt am unteren Rand platziert werden. Sie können sie auch oben, rechts oder links anordnen. Die Taskleiste am linken Rand, das ist ein seltsamer Anblick. Aber ich denke vor allem deswegen, weil wir uns das nicht gewohnt sind. Arbeitet man ein bisschen mit dieser Einstellung, stellt man fest, sie hat klare Vorteile. Wenn Sie auf einem breiten Bildschirm in einem Schreibprogramm arbeiten, dann sind diese langen Zeilen nicht sehr angenehm zu lesen. Ist die Taskleiste am linken Rand platziert, werden die Zeilen etwas schmaler, dafür sehen Sie nach unten mehr von Ihrem Dokument. Der größte Nachteil ist, dass das Suchfeld nicht mehr direkt sichtbar ist, sondern erst angeklickt werden muss. Aber durch Drücken der Windows-Taste und S springen Sie direkt ins Suchfeld. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Programmsymbol, erscheint die Sprungliste. Beim Browser enthält sie häufig verwendete Websites oder hier bei Word die zuletzt benutzten Dokumente. Beim Klick mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste erscheint dieses Menü hier. Interessant ist vor allem der Punkt Symbolleisten, bei dem es die Option Desktop gibt. Sie zeigt hier ein Menü, über das Sie Zugriff auf alle Ihre Ordner und Dateien erhalten. Sie können eine Datei öffnen oder auch in Ihr Dokument ziehen, ohne dass Sie überhaupt den Windows Explorer öffnen müssten. Auch dieser Trick funktioniert auch in der klassischen horizontalen Taskleiste. Noch mehr Anpassungsmöglichkeiten gibt es mit Rainmeter. Das ist ein Programm, mit dem Sie den Desktop durch interaktive Elemente anreichern, zum Beispiel mit einer Uhr oder mit Systeminformationen. Mit Rainmeter lässt sich Windows so anpassen, dass das Betriebssystem kaum mehr wiederzuerkennen ist. Aber seien Sie gewarnt, Experimente mit diesem Programm können leicht ausarten, sodass kaum mehr Zeit zum Arbeiten bleibt.